Immer wieder werden wir in dieser verrückten Zeit herausgefordert. Was hat es mit dem Schattentanz auf sich? Warum ist es jetzt an der Zeit, bedingungslos ehrlich zu sein? Wie wirkt sich das auf deine Heilung und Gesundheit aus? Ab und zu drängt mich meine Seele, mal wieder ein Gedicht zu schreiben. Einige davon kannst du in meinem Büchlein Zauberfrau zu diesem YouTube-Kanal hier über meine Amazon-Autorenseite bestellen, wenn du magst. Verlinke ich hier unten drunter. Vor wenigen Tagen erhielt ich wieder die Inspiration, doch ein Gedicht zu schreiben. Und das war schlussendlich die Basis für das YouTube-Video, was du jetzt gerade siehst. Fangen wir an mit diesem Gedicht. Seelenherz und Schattentanz. Mit schlauem Grinsen greifen die Dämonen aus der Unterwelt deines Seins als Mensch nach deinem Seelenherz. So sehr es sich auch wehren mag und ihnen zu entkommen sucht, es kann die Dämonen nicht besiegen und wird in ihr Reich zum Schattentanz entführt. Schmerzvoll darf dein Seelenherz erkennen, dass es die Schatten in seinem Leben selbst heraufbeschworen und ihnen lang die Herrschaft überlassen hat. Voller Qual wird ihm nun klar, es ist Zeit, den Tanz mit den Dämonen zu wagen und sie dankbar anzunehmen. Nur so heilen Mensch und Seelenherz. Was hat es mit diesem Schattentanz auf sich? Wenn du dich schon einmal mit den kosmischen Gesetzen, mit den Gesetzen des Universums befasst hast, dann ist dir schon mal der Spruch untergekommen, wie innen, so außen. Mit anderen Worten, alles, was in unserem Innen sich abspielt, projizieren wir gern ins Außen, indem wir zum Beispiel Situationen gegenüberstehen oder uns mit Menschen auseinandersetzen müssen, die bitteschön schuld an all meinem Elend sind, ohne zu erkennen, dass dieser Spruch nach dem Spiegelgesetz wie innen so außen mir im sogenannten Außen nur das zeigt, was in meinem Innen an Kämpfen sich abspielt, wo ich genauer hinschauen darf. Und dann beginnt der sogenannte Schattentanz. Dazu darf ich jedoch erstmal die innere Bereitschaft haben. Es ist doch so viel leichter zu sagen, der hat Schuld, die hat mich in die Situation gebracht und so weiter und so weiter. Oder schau einfach mal zum Beispiel deine Wohnung an. Geh mal durch deine Wohnung und tu so, als seist du Gast bei dir zu Haus. Wo sind Dinge und Ecken, wo du dir sagst, das ist mir schon lange nicht mehr aufgefallen. Das ist ja hier das echte Chaos. Natürlich kannst du dir sagen, nur das Genie beherrscht das Chaos. Auf der anderen Seite zeigt dieses Chaos in der einen oder anderen Ecke, und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, auch bei mir gibt es diese Ecken, wie es in dir aussieht. Und das zeigt sich eben in genau diesen Ecken. Der Schattentanz beginnt also genau dort, wo du dich entscheidest, mit deinen inneren Dämonen in einen Tanz zu gehen, sie zu erkennen, zu hinterfragen und sie liebend am Ende anzunehmen. Denn sie zeigen dir etwas, was du möglicherweise verändern möchtest, natürlich nicht musst. Es kann sein.
Warum ist es jetzt an der allerhöchsten Zeit, bedingungslos ehrlich zu sein? Nicht nur zu anderen, sondern vor allem erstmal zu uns selbst. Wir alle sind Schwingungswesen und durch die schwingenden Informationen aus dem Kosmos, die uns alle gleichermaßen erreichen, passiert auch etwas mit unserem gesamten Sein, in unserem Seelensein, in unserem Sein als Mensch. Und genau deswegen auch mit unseren Hellsinnen, die sukzessive bei immer mehr Menschen erwachen. Das heißt, wenn du es für möglich hältst und dich nicht dagegen wehrst, wirst du feststellen, dass deine Intuition enorm anwächst. Das Hellsehen, Hellhören, Hellfühlen, Hellwissen zunehmend in dein Leben Einzug halten. Es gibt immer mehr Menschen, die sich dem öffnen und das Ganze begrüßen, weil sie so auch den besseren Blick auf sich selbst haben und in Kontakt treten können mit der geistigen Welt, mit ihrer Seelenbegleitung, mit ihr kommunizieren können und alle Fragen beantwortet erhalten, die sich ihnen stellen. Und das ist ein unendlicher Vorteil in dieser verrückten Zeit. Die Frage ist, warum ist es genau jetzt an der Zeit, bedingungslos ehrlich zu sein? Wenn bei immer mehr Menschen die Intuition stärker wird, die Hellsinne erwachen, wirst du schnell entlarvt. Du sagst irgendetwas, was deiner trotzigen Wahrheit entspricht, die aus dem Ego-Verstand entspringt, und dein Gegenüber merkt sofort, das ist wohl eine Lüge. Und dann stehst du als Lügner da. Meine Mutter hat immer gesagt, Lügen haben kurze Beine. Und auch ein netter Spruch war, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und deine Lügen, die kommen über deine Körpersprache, über dein Schwingungslevel zum Ausdruck. Vergiss es also, wirklich lügen zu können, ohne erkannt zu werden. Und diese Ehrlichkeit ist natürlich auch total wichtig, um deinen Schattentanz gut meistern zu können. Wie beeinflussen Schattentanz und bedingungslose Ehrlichkeit deine Heilung und Gesundheit? Das ist im Grunde jetzt nur eine logische Schlussfolgerung. Wir alle sind Schwingungswesen und damit Energie. Was ist also für unsere Gesundheit und Heilung total wichtig? Unser Energielevel. Weißt du, wie viel Energie es kostet, Lügen zum Beispiel aufrecht zu erhalten, Rollen zu spielen, Masken zu tragen, die nicht zu uns passen, die nicht unserem Seelenselbst entsprechen, die nicht unser Seelenherz widerspiegeln? Das kostet so viel Energie, dass zunächst kleine Dinge beginnen. Ein geschwächtes Immunsystem, wir sind öfter mal krank, wir fühlen uns schlapp und müde und. Natürlich können wir 1000 logische Begründungen dafür finden. Und Schulmediziner werden auch irgendwelche Ursachen dafür entdecken können. Jedoch aus meiner Sicht und Erfahrung geht es vorrangig oder sogar ausschließlich um Energie. Wenn du also Energie für die Dinge haben möchtest, für die du hier als Seele, als Mensch inkarniert bist, ja, dann sieh doch zu, dass alle Energieräuber aus deinem Leben verschwinden. Mach den Schattentanz, schau in die Tiefe, schau, was deine Seele wirklich, wirklich will
und dann sei bedingungslos ehrlich. Dein Leben wird sich natürlich, möglicherweise, neu sortieren. Na und? Dafür bist du hier. Ich hoffe, dieses Video hat dir die eine oder andere Inspiration gegeben. Ich freue mich über ein Like und einen netten Kommentar, wenn du magst, wenn es dir gefallen hat. Wünsche dir eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.